Digitalpianos mit Arranger-Funktion. Vor allem Yamaha ist mit der DGX-Reihe sehr erfolgreich, schon seit langem. Hier haben wir das DGX 670, das aktuelle Modell. Und ja, das profitiert von 2 Produktlinien eigentlich von Yamaha. Einmal von den Clavinova-Pianos, was die Klaviersounds anbelangt, das ist ja auch ein Piano. Und dann eben von der PSR-Reihe, also die Keyboards mit Begleitautomatik. Das klingt für mich jetzt erstmal sehr entertainermäßig und ich kriege Angst. Nein, Quatsch. Aber ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, was du aus dem Instrument rausholen willst. Ich glaube, wir gucken uns erstmal die Clavinova-Seite an. Genau. Denn uns geht es ja in erster Linie mal ums Klavierspielen. Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Hat eindeutig diese Yamaha-Qualität, würde ich mal sagen. Das kennt man aus anderen Yamaha-Instrumenten natürlich. Das ist das CFX Grand, ist da glaube ich auch eingeschaltet. Das ist genau, ja. Ja, verspricht immer große Klangqualität und ja, wie wir hören, ist es auch gut. Bei der Tastatur, bei den DGX-Modellen, das ist ja wie gesagt so eine Mischung aus Arranger, Keyboard und Piano. Die Tastatur, wir sind jetzt in der Preisklasse von knapp 1.000 €. Ist aber auf dem Stand des P45. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Das ist auch kein Ivory Touch und so. Das ist diese Graded Hammer Standard Tastatur. Eine Hammermechanik auf jeden Fall, graduiert und alles das. Also vom Spielgefühl ist angenehm, ist schön zu spielen. Der Klaviersound natürlich typisch Yamaha, ausgewogen, brillant, in den Höhen, voll voluminös. In den Bässen alles da. Ne? Tastatur lässt sich gut spielen, aber wie du sagst, mir fehlt ein bisschen irgendwie eine Anrauung oder irgendwie eine mattierte Oberfläche. Die ist tatsächlich etwas stumpf. Wirkt schon so ein bisschen plastikmäßig, ja, also finde ich für die Preisklasse gibt es auch andere Anbieter, die da quasi ein bisschen mehr bieten, aber muss sagen, das worauf es ankommt, ist trotzdem gut. Es lässt sich gut spielen und klingt gut, ja. Ja, also letztendlich ist ja, wie gesagt, die Mischung auch wichtig bei dem Instrument, das muss man immer sehen und es gibt sehr, sehr viele Sounds. Die Polyphonie-Leistung ist wirklich großartig. Vielleicht hören wir uns noch ein paar andere Sounds an. Genau, also es gibt hier wirklich eine extrem große Fülle an Klaviersounds, Pop-Grand irgendwie. Mittiger und präsenter noch. Ne? Ja, also Yamaha ist da halt einfach super gut. Die haben ein Studio Grand, ein Rock-Piano, das ist dann noch ein bisschen perkussiver. Ja, klar. Ja, also man hat da alles. Es gibt ein Cocktail-Piano. Also soundmäßig ist Yamaha einfach super. Und es gibt aber natürlich auch noch E-Pianos. Die haben wir zum Beispiel hier auf der Seite in Suitcase E-Piano. Ja, also da hast du doch gleich mit den Effekten perfekt gemacht. Ja. Wow, klingt recht fett. Also man hat eine schöne Auswahl und auch, finde ich, auch für die Preisklasse wirklich auch eine gute Klangqualität. Da kann man nicht meckern. Auf jeden Fall, da hört man auch so den Unterschied zu anderen Geräten. Auch diese Sounds, diese E-Pianos würde ich jetzt auch noch so als eben ganz wichtige Standards für ein Piano rechnen. Aber auch die anderen Sounds sind eben auf einem hohen Niveau. Und ich glaube, da können wir noch mal ein paar durchhören. Also, wir haben hier irgendwie noch mal zum Beispiel hier die Studio Strings. Ich glaube, solche Klänge, die kann man übereinander legen. Gibt es auch eine Layer-Funktion? Wie macht man das? Es gibt auch eine Layer-Funktion.
schon passiert. Und jetzt kann ich einfach, wenn ich die Gruppen zusammendrücke, ist das quasi, was ich als letztes angeklickt habe. In der Gruppe wird dann quasi gelayert. Ja, das macht aber seinen Job, absolut. Also das ist schon auch okay, ne? Also Okay, da muss man also die Möglichkeiten auch ein bisschen entdecken. Genau. Wenn man jetzt die Sounds mischt, die sind gut aufeinander abgestimmt. Also jetzt hattest du ja gerade die Strings genommen und denkst so, wenn du die allein spielst, naja, fehlt mir was. Aber sobald man dann einen anderen Sound dazu nimmt, dann brüllen sich diese Sounds nicht gegenseitig an, genau. sondern die ergeben einen Gesamtsound. Und ja. Das ist, also wenn man das jetzt selber alles einstellen würde, dann wäre das, glaube ich, sehr kompliziert. Und hier hat man das schon sehr, sehr gut vorgefertigt. Das ist mein Eindruck. Ja. Und man hat ja auch eine schöne Übersicht, Part on-off. Also man hat hier die Layer-Funktion auch nochmal aktiviert als Knopf. Also da ist Yamaha halt einfach auch stark, das so ganz gut darzustellen. Man hat viele Knöpfe, alle oder einige beleuchtet. Also man sieht immer sofort, was passiert. Also das ist schon cool. Ja, und dann gibt es natürlich hier auch noch die andere Seite dieses Instruments, nämlich diese ganze Arranger und Playback und Sound, die als Begleitung laufen. Ja, ich glaube, Playback ist auch ein wichtiges Stichwort. Da sehe ich diesen USB-to-Device. Und da kann man ja wahrscheinlich auch dann Playbacks abspielen oder Play-Alongs abspielen als Audiofiles. Genau. Ja, das ist schon mal eine schöne Sache. Und dann, ja gut, gibt es hier eine Song-Sektion. Man kann also MIDI-Files auch spielen. Und dann ist hier die Style-Abteilung noch mit Begleitarrangements. Genau, also ich habe hier irgendwie, hier bin ich jetzt in dem Pop-and-Rock-Bereich mit den Sounds. Und dann habe ich dann sowas, dann kann ich... Das ist aber jetzt nur mit Rhythmus eigentlich, ne? Das ist nur mit Rhythmus. Ich kann natürlich auch noch eine Begleitung mit dazu machen, mit Harmonien. Ah ja, alles klar. Und kann dann rechts einfach dazu spielen. Okay. So, also das ist so das, wo Yamaha ja auch mit der Tyros-Serie und alles, was die da alles haben, natürlich jahrelang auch stark unterwegs war. Das würde ich wirklich sagen. Also ich verstehe da nicht so viel davon, von diesen Begleitautomatik-Keyboards. Aber jetzt haben wir ja auch einige Pianos mit Arranger-Funktion gesehen. Und das hört man eigentlich schon bei diesem ersten Ding, das du da angespielt hast, ist die Klangqualität wirklich, steht hier ganz vorne. Ja. Und das klingt wirklich Hi-Fi-mäßig. Also es klingt wie eine CD fast. Ja. So, das ist eine super Produktion eigentlich. Also die Sounderzeugung gerade für diese Playbacks ist super. Man hat das hier auch ganz gut im Griff mit diesem schönen Display, was auch eine gute Größe hat. Man hat hier auch ganz viele Knöpfe und man kann auch über Schnelltasten von 1 bis 8 schnell auf die Sounds zugreifen. Man kann Pages schnell wechseln, also Seitenwechsel. Also man merkt, dass hier einfach wahnsinnig viel Erfahrung auch von Yamaha drin steckt. Ja? Und wir reden ja auch immer mal über die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von so einem Instrument. Geht dann auch bei jemandem wie mir oft um die Bühnen, auch die Bühnenmöglichkeit, dass ich sowas vielleicht als Stage-Piano, Digital-Piano einsetze. Und hier haben wir quasi wirklich noch eine dritte Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, Leute, die gerne mit Arranger-Funktion irgendwie spielen oder auch eine Band haben und da vielleicht fehlt irgendwie ein Gitarrist und dann habe ich hier einen Gitarrensound noch mit dabei. Für die ist das auf jeden Fall für den Preis super interessant. Ja, ich denke, das ist tatsächlich, also es klingt immer so ein bisschen, wenn man Entertainer sagt, so, aber das ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn man diese Idee hat, man möchte vielleicht auf einer Party seine Gäste unterhalten und hat irgendwie so Bandarrangements da drin und kann losspielen. Man kann sogar ein Mikrofon anschließen und hat extra Effekte für die Vocals. Das ist also schon so ein ganz Gesamtkonzept. Ja. Und das finde ich schon wirklich auch krass. Also wirklich die Klangqualität steht hier wirklich ganz vorn. Ja, also sehr interessant, diese Kombination mit dieser ganz guten Tastatur, mit einem super Klaviersound.
den vielen guten normalen Sounds plus noch diese ganzen Begleit- und Arranger-Möglichkeiten mit dem Bedienfeld. Ein bisschen oldschool so vom Design, das ist so 80er, ne? muss man drauf stehen, aber ist natürlich auch wieder was man kaum noch heute so, finde ich, sieht und dann auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, und, Absolut. Auf jeden Fall. Ja, ich muss immer an die Ghetto Blaster denken, wenn ich diese Speaker hier sehe. Es wirkt etwas so, ja. Ja, aber egal. Es ist wirklich, es geht ja um Unterhaltung und passt. Aber letztendlich als Klavierlehrer wäre noch wichtig dein Statement. Es ist ja ein Piano und letztendlich möchte man wissen, ist das für den Klavierunterricht geeignet? Kann man damit Klavier lernen? Ja oder nein? Ja, also von meiner Seite auf jeden Fall. Yamaha ist ja bekannt schon seit Jahren in Musikschulen, die Klaviere, Digitalpianos und solche Instrumente anbieten. Und von der Tastatur auf jeden Fall. Auch spielmäßig. Also man kann da ganz verschiedene Stile spielen, Filmmusik, sonstige Sachen. Bin ich sehr zufrieden und finde ich auch, wie gesagt. Ja, ist so ein Universalklang, den man für alle Styles eigentlich verwenden kann. Und dann natürlich, hast du ja eben auch gezeigt, sind die vielen Varianten noch da. Das ist schon auch krass. Also und klingt alles super. Also finde ich absolut gelungen und mir gefällt die Mischung auf jeden Fall auch zwischen der Tastatur und dem Klavierklang. Also der Punkt Sound ist hier wirklich, wirklich absolut hohes Niveau. Ja, auf jeden Fall. Muss man sagen.